sind wir die ersten paar Kilometer sind wir jetzt gefahren. Und der Reini hat extra in der langen Pause, die wir in Izmir gemacht haben, mir einen komplett neuen Schlauch reingegeben, weil ich habe einen Platten gehabt und das hat irgendwie, der war dann schon wieder schleichend und so. Und jetzt, keine Ahnung, noch nicht einmal 10 Kilometer wahrscheinlich, schleicht er schon wieder der Platten. Wir sind kurz hinter Ephesus. Gestern haben wir uns die antike Stadt angeschaut und das war mega bombastisch. Und jetzt sind wir direkt rausgefahren aus der Stadt und haben da auf einer Feigenplantage übernachtet bei einem Bauern und haben gestern von den Bauern ganz viel Mandarinen und Granatäpfel und getrocknete Feigen gekriegt von seinem eigenen Anbau. Voll lecker. Und das einzige Blöde momentan ist mein Knie. Wir hoffen, dass es halt wieder besser ist. Wir haben jetzt die Sitzposition verändert, also Sattelhächer gestellt und die Neigung vom Sattel ein bisschen verändert. Und haben wir noch was geändert? Nein, das wird noch nicht. Genau, und jetzt hoffen wir, dass das besser wird, weil gestern sind wir vielleicht 15 Kilometer geradelt und dann hat es höllisch Wetter. Also nicht so gut. Wir sind jetzt ungefähr 130 Kilometer vor Pamukkale und ungefähr 150 Kilometer nach Izmir und kommen echt nur voll schleppend voran. Ja. Also mehr als 50 Kilometer am Tag ist nicht drinnen, obwohl es Brettel eben ist und eigentlich... Rückenwind haben wir sogar. Ja, eigentlich müsste man da mit 100 Kilometer am Tag durchrauschen, aber das Knie mag nicht und somit müssen wir Rücksicht drauf nehmen. Ja, das Knie ist der Boss. Das einzige Gute ist, dass es nur schönes Wetter ist und schön warm ist. Meistens am Tag. Ja. Aber eigentlich ist es echt so ein bisschen zermürbend. Ja, vor allem weil eben, wie wir schon gesagt haben, da ging es vorher hin. Aber hilft halt nichts. Wird wieder besser und ja. Da fährt der Reini gerade mit irgendjemandem mit dem Moped mit, weil wir wollten jetzt fragen, ob wir da campen dürfen. Das ist eigentlich direkt da hinter dem Friedhof, also da ist der Friedhof und gleich dahinter ist die Straßen und wir wollten jetzt einfach da unser Zelt aufstellen und jetzt wollten wir den fragen und jetzt hat er gesagt, noch irgendwas auf Türkisch, wir haben nichts verstanden. Auf jeden Fall haben wir so viel verstanden, dass da hinten irgendwas sein muss, wo es besser ist oder so. Und deswegen ist der Reini jetzt mit dem da drauf auf den Moped draufgestiegen und schaut jetzt, was da hinten ist. Ich hoffe, er kommt wieder. Schaut jetzt nicht so vertrauenswürdig aus, das Hittel, würde ich sagen. Entscheidung. Ja, Angie will drinnen schlafen in dem Hittel, ich will hinter dem Hittel nicht schlafen, deswegen fahren wir wieder zurück, wo wir vorher waren.
Ja, und zwar bin ich heute in der Früh aufgestanden, wollte uns Frühstück herrichten und schon alles vorbereitet gehabt. Und habe dann probiert, den Kocher zu starten. Und dann hat das nicht funktioniert. Gut, und dann habe ich mir gedacht, ja, das noch putzen, dann wird es schon wieder funktionieren. Und jetzt sind, glaube ich, keine Ahnung, 3-4 Stunden vergangen. Ich habe alles mögliche geputzt, aber der Kocher fängt nicht an. Startet nicht. Ja, jetzt haben wir uns dazu entschieden, dass wir ein kleines Lagerfeuer machen, dass wir zumindest ein bisschen was essen können. Genau, und das versuche ich jetzt gerade. Boah, aber das ist jetzt schach. Jetzt haben wir endlich was zum Essen. Der Kocher funktioniert noch immer nicht, aber das Feuer hat sein Übriges getan. Bambukane! Heute ist der letzte Sonnentag und die nächste Woche ab morgen ist nur mehr bewölkt, Regen, Schnee angesagt. Mit der Nacht so Minusgrade, ich glaube bis -3 oder -4 Grad ist angesagt. Jetzt sind wir schon ein bisschen nervös und gespannt, wie das funktioniert. Und weil eben heute der letzte Sonnentag ist, werden wir noch schön Wäsche waschen. Das ist nicht mehr Waschtag. Damit es heute trocknen kann und dass wir dann die nächste Woche auskommen mit dem Gewand. Eine Woche geht es eigentlich immer ganz gut aus. Und ja, gestern haben wir ein wenig ein komisches Erlebnis gehabt, weil bis jetzt war es eigentlich immer total easy zum Fahren und die Leute super nett und war nie irgendwo ein Problem. Wildcampen in der Türkei ist absolut easy. Und dann sind wir gestern in ein Dorf reingefahren. Und echt genau, nur das eine Dorf in der einen Straße, wo wir da gefahren sind, haben wir schon so ein komisches Gefühl gehabt, wie wir reingefahren sind. Man hat gemerkt auf einmal, also die Leute waren viel ärmer, als wir es bis jetzt gesehen haben so richtig in Baracken gewohnt. Es war jetzt kein richtiges Slum oder so, wo wir waren, aber es waren schon sehr arm, die Leute. Und es hat auf einmal, hat man gemerkt, man wird so angestarrt und irgendwie ein komisches Gefühl. Und dann sind wirklich die Kinder gekommen mit so einem riesen Stecken und haben dann den Reini vorher auch nicht über den Kopf gezogen damit. Der ist dann kurz einmal ausgezuckt. Ja, wieder mal ein Kind angeschrien. Wieder ein Kind angeschaut. Also der Reini hat überhaupt kein Benehmen, der Wahnsinn. Ja. Aber man ist dann so perplex in so einer Situation und weiß nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Aber es war wirklich nur 2 Minuten, weil dann waren wir von der Straße wieder weg und dann war wieder alles normal. Es war einfach dann nur, es bleibt halt so ein komisches Gefühl dann da hinten noch. Ja. Ja, aber dafür, jetzt, ja. Dafür haben wir dann ein richtig schönes Platz gehabt zum Campen. Da waren wir ganz ungestört. Das war echt fein dann. Es war jetzt so unglaublich. Wir sind von der großen Straße weggefahren, haben uns einen Platz gesucht, wo wir uns Zelt aufstellen. Und da waren wir eigentlich schon fast dabei. Also
zuerst hat eigentlich die Angie ein bisschen geschaut, wo wir schlafen können, hat auch noch so einen Schafhirten getroffen, der wollte schon irgendwas erklären. Haben aber nichts verstanden. Nichts verstanden, genau. Dann haben wir angefangen, uns schon zu waschen und das Zelt aufstellen. Das ist richtig zapfig geworden, es hat dann 3 Grad gehabt. Und unten ist die ganze Auto mit Musik gestanden und der hat immer eine Bierflasche nach der anderen rausgeschmissen. Das ist dann schon ein wenig komisch vorgekommen. Schau, ja. Und dann ist der Schafhirte nochmal zu uns runtergekommen und hat uns dann über Google Translator erklärt, dass eigentlich genau da, wo wir unser Zelt aufstellen, immer die Alkoholiker hinfahren und dass da immer Partys gefeiert werden. Und er kann uns retten, hat er quasi gesagt. Genau, ja. Wir sollen mit ihm mitkommen. Ja, und im Endeffekt sind wir dann mit ihm mitgekommen, sind in so einem kleinen Dorf jetzt gelandet. Dann hat er uns noch mitgenommen zu sich nach Hause. Wir haben uns überhaupt nicht ausgekommen, wir haben uns jetzt gedacht, wir schlafen bei einer daheim. Die haben uns jetzt Essen kredenzt, wir sind mit einer in der Stube gesessen. Das Schräge war jetzt sind wir halt da drinnen gesessen und der hat irgendwas mit dem Handy organisiert und so und dann waren wir uns schon gar nicht mehr sicher, wo wir uns jetzt noch hinführen. Ja, und wir haben dann schon gemerkt, bei ihm können wir halt nicht schlafen. Jetzt ist er mit uns da runtergegangen, also die Straßen runtergegangen und dann ist eben da so ein Haus, durchs Fenster haben wir schon lauter alte Herren gesehen, die was da unten spülen, ja. Und dann ist aus dem Haus eben ein weiterer Herr rausgekommen, der hat uns jetzt in das Haus reingeführt, in den ersten Stock, wo wir jetzt angekommen sind, unsere ganzen Sachen da haben und der hat uns gesagt, wir können darin schlafen. So ein Sauwetter! Heute scheint wieder die Sonne und es ist voll schön da. Wo müssen wir heute noch auf? Wo müssen wir heute noch auf? Den da? Ja. Heute geht es ein bisschen zach. Weil? Ja, ein bisschen Magen-Darm-Probleme. Nicht wirklich viel Power. Aber jetzt bringen wir das dahinter und dann suchen wir uns einen schönen Platz. Man kommt beim Radreisen nicht immer nur durch traumhafte Gebiete, sondern auch durch solche Industrieviertel oder Industriegebiete. Sich dabei kein Ärger dazu. Bei der Tutzgölli und haben uns gedacht, wir fahren da schnell von der Straße runter, weil es ist gleich da. Und derweil war es jetzt eigentlich doch noch relativ weit, oder ist es noch weit, wir sind ja noch gar nicht da. Da hinten ist die Straße, wenn man die sieht.
Und also der Weg bis daher gegangen, ist alles cool gewesen. Und jetzt ist der Weg nur mehr so wie da, Viertel. Und jetzt haben wir gerade eine halbe Stunde damit verbracht, den Lehm zwischen Reifen und Kotflügel rauszukratzen, weil die Räder haben sich keinen Millimeter mehr bewegt. Der Reini ist jetzt gerade da hinten. Mal ohne Radl 4 gelaufen. Schaut aus, wenn es gleich da wäre, aber in Wahrheit ist es immer nur so weit weg. Und jetzt schaut es so aus, als würden wir mit den Radl noch nicht hinkommen. Jetzt haben wir alles da, damit wir zu dieser blöden Salzwüste daherkommen mit den Rädern. Und jetzt stehen wir einen halben Kilometer vom Ziel und stecken im Lehm fest. So, jetzt haben wir Schnee, aber jetzt stecken wir so richtig fest im Schlamm drinnen. Der Reini hat schon bis zur 4 geschafft, wo dann das Salz anfängt. Aber jetzt kriege ich dann bald einmal einen kleinen aggressiven Anfall oder so, glaube ich. Ist nämlich echt nicht so. Nur weil das Radl auf das Futter auf muss. Schaut es ja schon aus, gell? Dieses Salz? Okay. Oh, das ist geil! Die letzten paar Wochen hat wirklich alles immer dagegen gesprochen, dass wir da mit dem Radl herkommen. Es war immer schönes Wetter oder irgendwer war von uns krank, der Reini krank oder ich mein Knie, und immer haben wir gedacht, es geht sich alles nicht mehr aus, zeitlich auch, bis wir in Istanbul sein müssen. Und heute hat sich den ganzen Tag wie das Kübel geschüttet und genau jetzt hat es aufgehört zum Regeln und dann fahren wir da um die Kurven und haben es halt echt mit dem Radl bis nach Kappadokien geschafft. Schaut ziemlich cool. Mega cool. Freut uns echt voll.